Herzlich willkommen zurück zum Thema Digitalisierung. Normalerweise stehe ich für Sie hinter der Kamera und muss heute meinen Kollegen Manfred Stuhldreyer vertreten. Der ist leider so stark im Außendienst beschäftigt, dass er heute nicht da sein kann, aber ich denke, als Schulungsleiter darf das auch mal so sein. Ja, der Moderator ist neu, der Experte ist zum Glück immer noch der alte. Christian, schön, dass du wieder da bist. Danke, Matthias. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, nach der letzten Folge Digitalisierung Überblick, sage ich mal, wollen wir uns heute dem Thema etwas näher annähern und wollen mal gucken, wie wir in das Thema reinkommen. Okay. Ja, grundsätzlich haben wir den Begriff Digitalisierung letztes Mal zum ersten Mal genannt. Ja, wir wollen erstmal klären, warum ist Digitalisierung gefühlt plötzlich in aller Munde? Wo kommt das auf einmal her? Ja, aus meiner Sicht ist das Thema Digitalisierung, ich sage mal so ein bisschen getrieben jetzt durch die letzten Jahre der Veränderungen, technologische Veränderungen, die eben auch überwiegend mit IT und Digitalisierung eben zu tun haben. Auf der anderen Seite sehe ich es eigentlich nur als letzten Entwicklungsschritt auf der Bahn einer langen Periode. Also angefangen meinetwegen im 18., 19. Jahrhundert mit ersten Technologien, die sich eben dann weiterentwickelt haben ins 20. Jahrhundert. Im Industrieumfeld spricht man eben auch von verschiedenen Phasen. Und in dem Kontext würde ich sagen, ist der letzte Abschnitt jetzt gerade, was wir die letzten 10 Jahre über Smartphone-Nutzung und Intensivierung erleben, ein letzter Schritt. Und der wird halt überwiegend als Digitalisierung bezeichnet. Okay, das heißt, du sagst, das ist eigentlich ein Prozess, der in der Wirtschaft schon immer passiert, sage ich mal, seit jeher. Nur in den letzten Jahren durch neue Technologien steigert sich die Geschwindigkeit der Veränderung. Da hast du recht. Also zum einen ist es erstmal nur die Begrifflichkeit, die jetzt geprägt wird. Ich sag mal jetzt, da wird ja auch Unterschiedliches drunter verstanden. Der eine verlegt Glasfaserkabel und sagt, das ist Digitalisierung. Der andere führt Software ein und sagt, das ist Digitalisierung. Und wiederum Dritte sagen, wir haben aber unsere Prozesse digitalisiert, weil sie jetzt in IT-Systemen abgebildet werden. Also in letzter Konsequenz ist die Perspektive auf den Begriff schon ziemlich spannend zu hinterfragen. Und ich möchte eigentlich auch von diesem Digitalisierungsbegriff als Marketingbezeichnung so ein bisschen mich entfernen im Laufe des Gesprächs, um dann eben auch einen anderen Begriff zu prägen. Okay, also wir haben diese Serie ja gestartet, weil wir genau diesen Begriff entmystifizieren wollen, hattest du letztes Mal so schön gesagt. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Ja, also Digitalisierung und die technologischen Entwicklungen, die eben jetzt die letzten 10 Jahre massiv zugenommen haben, sind aus meiner Sicht der Effekt einer langen Entwicklung. Und wenn man diese Entwicklung nachzeichnen möchte, dann denke ich, ist es das Sinnvollste, sich anzuschauen, warum ist das Tempo gefühlt auch so schnell? Das erleben wir ja. Also auch da geht es durch die Medien derzeit, dass vor 10 Jahren noch gar keine iPhones existiert haben. Heute sind sie kaum noch aus dem Alltag mit der Smartphone-Welt wegzudenken. Und in dem Rahmen, denke ich, ist das Tempo der Veränderung eine spannende Fragestellung. Und wenn man sich jetzt diesem Thema nähert, dann möchte ich ein sprachliches Bild verwenden. Vielleicht gehen wir mal gemeinsam so ein Bild an. Ja, gerne. Ja? Also stell dir vor, du gehst 10 Schritte von deinem jetzigen Sitzplatz aus in eine Richtung. Ja? Du kennst die Gebäude hier, du kennst die Infrastruktur, da kannst du dir vorstellen, wo du landest. Und jetzt geh bitte die Schritte weiter und verdopple bei jedem Schritt die Schrittlänge. Also 1 Meter, 2 Meter, 4 Meter. Vielleicht können das auch unsere Zuschauer genauso machen und sich genauso vorstellen, wohin sie gehen. Dann ist das Bild also einfach für uns alle komplett. Ja, das ist ein spannendes Experiment. Ich muss jetzt sagen, aus dem Stegreif kann ich dir nicht sagen, wo ich dann ankomme. Ja, genau. So, jetzt wir intensivieren das Ganze einfach nochmal und gehen jetzt einfach mal 29 Schritte weit. Ja, ich weiß, wenn 10 Schritte schon schwer vorstellbar sind, 29 Schritte noch viel schwieriger vorzustellen. Aber darauf, worauf ich hinaus will, ist eben, wenn du mal rätst, wo bist du gelandet? Wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland, ich weiß es nicht. Ja, genau. Also das ist ja der typische Effekt. Ja. So diese kurzen Distanzen können wir uns vielleicht noch gerade vorstellen, aber dann spätestens ab dem 10., 15. Schritt wird es schwierig. Und der 29. Schritt ist tatsächlich schon der Schritt, wo du von deinem Sitzplatz aus bis zur Sonne gelaufen bist. Das ist schon ziemlich weit bis zur Sonne. Ja. Also, ja. Das ist schon sehr weit. So, und wenn man diesen Gedanken weiterfasst, dann ist es so, wenn du 64 Schritte in dieser weiteren Folge gelaufen wärest, ja, dann kommt die abenteuerliche Zahl von 18 Trillionen Meter raus. Das hilft uns beiden wenig. Ja, 18 Trillionen, mit Millionen und Milliarden geht es noch so, aber Trillionen ist irgendwie zu weit weg. Aber es gibt eine schöne Beispielrechnung. Das Licht ist ja sehr schnell
Und auf dem Weg von hier bis zur Sonne, also die ersten 29 Schrittverdoppelungen jeweils, braucht das Licht 8 Minuten. Da sagt man, ist gut. Aber die Frage ist jetzt, wie lange braucht es für die weiteren Schritte bis zum 64.? Und das ist eine abenteuerliche Zahl, weil ich vermute, auch da würden wir relativ schnell zu niedrig kalkulieren. Rauskommt, dass es fast 2000 Jahre braucht. Das heißt, fast seit Anbeginn unserer Zeitrechnung braucht das Licht für diese Strecke. Warum ist dieses Bild für mich so spannend von dem Läufer? Manche kennen das Bild auch unter diesem Schachbrettmuster und dass auf jedes Schachbrettfeld die doppelte Reiskornmenge gelegt wird. Warum ist das Bild so spannend? Weil es zeigt, dass eine stetig wachsende Funktion, eine Exponentialfunktion für uns Menschen schlecht vorstellbar ist. Und warum komme ich dazu? Weil technologische Einflüsse über die letzten, wie gesagt, 200, 300 Jahre sich weiterentwickelt haben und durch Neuerfindung und Rekombination von technischen Elementen diese Geschwindigkeit zulegt an technischen Entwicklungen. Das erleben wir im privaten Umfeld ganz deutlich bei der Smartphone-Nutzung oder jetzt bei digitalen Assistenten, die in die Haushalte Einzug halten, bei selbstfahrenden Autos in den nächsten Jahren. Das sind Themen, die wir im privaten Umfeld recht selbstverständlich annehmen, die aber, wenn wir jetzt eine Generation oder 2 Generationen zurückgucken, da wäre ja schon die Geschichte vom Mondflug unglaublich gewesen, aber dass die Autos selber fahren und dass wir mit den Smartphones sprechen und sie antworten, das ist ja nun wirklich absolutes Science-Fiction gewesen vor 100 Jahren. Tatsächlich, ja. Und in dem Kontext, glaube ich, ist es sehr spannend zu überlegen, dass diese Exponentialfunktion also stetig an Geschwindigkeit zulegt. Also das Beispiel, jedes Mal die Schrittverlängerung bedeutet Verdoppelung des Tempos. Und an der Stelle ist es eben das Thema, dass wir die letzten Jahre eben große Schrittveränderungen, große Tempozunahmen erkennen. Und deswegen glaube ich, ist das Thema Digitalisierung in der Form in aller Munde, weil wir erleben einfach im Alltag, dass sich viel verändert, im beruflichen Alltag, im privaten Alltag. Und das zeichnet quasi jetzt die letzten Schritte ab. Die eine spannende Frage, die sich dann ergibt, ist, dass sich zurzeit die Menschen nicht so richtig einig sind, die sich mit diesem Thema als Experten befassen. Welchen Schritt machen wir denn gerade? Sind wir beim 20. Schritt oder beim 29. Schritt oder beim 37. Schritt, um mal in diesem Muster zu bleiben von dem Läufer, der so weit läuft? Und es gibt immer wieder die Äußerung, naja, wir sind so irgendwo vielleicht beim 30. Schritt. Ich kann es selbst auch nicht sagen, ich weiß es nicht. Da möchte ich schnell dazwischen fragen, ich weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist. Wie schätzt du das ein? Weil das Wichtige ist doch eigentlich eher, auch bei einer langen Reise, dass man den ersten Schritt erstmal geht. Ja, das ist richtig. Auf der historischen Achse betrachtet ist das Thema Veränderung durch Technologie eben seit dem 18. Jahrhundert geprägt und die Anfänge haben ja ewig gebraucht. Die Dampfmaschine, die Eisenbahn, das Ganze sind ja Jahrzehnte und das sind eben dann die ersten Schritte. Von deinem Sitzplatz 2 Schritte, 3 Schritte, da sagst du, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Frage ist jetzt, wo sind wir jetzt? Im 30. Schritt, im 20. Schritt und aus meiner Wahrnehmung, und ich habe da letztens eine schöne Aussage zugehört, wird sich die Welt nie wieder so langsam drehen wie heute. Und ich denke, das ist ein Aspekt, den wir in den Nachfolgeserien und Videos beleuchten werden. Was sind die Treiber dieser Veränderung und wie kann man ihnen begegnen, um sich dennoch im Geschäftsumfeld gut dazu aufzustellen? Alles klar. Gut, ich denke, dann haben wir ausreichend und ausführlich über den Hintergrund der Digitalisierung gesprochen und wollen uns in den nächsten Videos wirklich mal den praktischen Themen nähern. Super. Gut, dann vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und bis zur nächsten Folge.